Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Kalt ist es geworden und Kälte ist auch ein Grund dafür, warum ich mir das folgende Produkt gekauft habe. Ich habe im Winter oder über die Zeit, wo ich das Fahrzeug wenig bewege, weil keine Trackdays anstellen oder es das Wetter einfach nicht zulässt, immer wieder das Problem, wie schütze ich das Fahrzeug, und habe mir jetzt für diesen Winter überlegt, mal eine Autoschutzfolie auszuprobieren. Ich selber habe bisher noch keine Erfahrung gemacht mit solchen Autoschutzfolien oder Abdeckungen. Ich habe eine für den Innenbereich, aber da ist ja nicht wirklich groß was zu beachten. Und das ist jetzt eben eine Ausführung für den Außenbereich. Wo ich die gekauft habe, habe ich in der Beschreibung im Video hinterlegt. Allerdings muss ich dazu sagen, da ich eben bisher keine Erfahrungen habe, kann ich jetzt auch nicht bewerten, ob die gut oder schlecht ist. Der erste Eindruck ist sehr gut und sehr qualitativ, aber ob sie sich wirklich bewährt, kann ich dann erst nächstes Frühjahr eben wirklich herausfinden oder beurteilen, wenn ich sie eben im Einsatz hatte. Heute, wie gesagt, im Video stelle ich euch das Ganze vor. Ist auf jeden Fall eine gute Idee oder eine Möglichkeit, euer Auto dann vor Witterungseinflüssen zu schützen, wenn es längere Zeit steht. Diese spezifische Folie kommt jetzt hier mit 2 Abdeckplanen. Das heißt, wir haben eine Abdeckplane, die als erste Schicht dient. Diese ist etwas flauschiger und, sage ich mal, dicker und dadurch schützt sie vor Kälte. Sie ist innen auch mit Wachs bedampft und schützt so auch ein bisschen den Lack. Und über diese erste Abdeckplane wird dann eine zweite Plane gelegt, die dann ein wenig dünner ist, dafür aber witterungsbeständig, sprich sie schützt vor Regen, vor Wind und auch vor Schnee. So, dann hätte ich gesagt, werfen wir mal einen Blick in die einzelnen Taschen, die jetzt hier mit dabei sind. Wir haben also, wie gesagt, 2 Planen. Außerdem haben wir noch so ein kleines Beutelchen mit Zubehör. Hier sind Zurrgurte dabei, um die Plane so am Auto zu befestigen, dass eben auch wenn mal ein stärkerer Wind geht, euch die Plane nicht davon weht. Außerdem ist auch noch ein Schloss mit dabei, damit ihr die Plane vor Diebstahl schützen könnt. Ich für meinen Teil wäre allerdings vorsichtig, das wirklich als Diebstahlschutz zu bezeichnen, denn wenn ich mir das Schloss anschaue und wenn ich mir das entsprechende Drahtseil anschaue oder das Stahlseil, das ist so dünn, also mit einem einfachen Bolzenschneider kann man das durchschneiden. Auf der anderen Seite, man kann das ja auch ähnlich wie einen Spanngurt nutzen, um einfach die Abdeckung am Auto zu befestigen, und genauso werde ich es auch einsetzen. Nicht als Diebstahlschutz, sondern einfach nur als Schutz gegen Windböen, sodass die Abdeckung eben auf dem Auto bleibt. Das, was wir jetzt hier sehen, ist die oberste Abdeckung. Das heißt, das ist die, die am Ende vor Regen und vor Schnee oder auch vor Vogelkot schützt. Die ist etwas dünner, aber eben mit einem speziellen wasserabweisenden Material und auch imprägniert, so dass da eben, wie gesagt, keine Feuchtigkeit durchdringen kann. Wie man jetzt sieht, die ist wirklich sehr hochwertig, also sprich, das ist keine dünne, einfache Stoffmatte oder kein einfaches Stofftuch. Man hat hier an den verschiedenen Enden, vorne und hinten, auch eben so Gummispanngurte oder so Gummizüge eingearbeitet, dass man das eben um die Stoßstange oder um die Heckstoßstange legen kann. Die andere Abdeckung, die wir jetzt hier sehen, ist sozusagen die Abdeckung, die man zuerst anbringt. Das ist die deutlich dickere Abdeckung, die dann eben auch vor Kälte schützt und eben innen drin auch nochmal mit so Wachs bedampft ist, sodass also auch der Lack da nochmal ein bisschen, in Anführungszeichen, so ein Wohlfühlprogramm bekommt und eben geschont wird. Auch bei der inneren Abdeckfolie ist es so, dass die Verarbeitungsqualität sehr, sehr gut ist. Wir haben auch hier wieder diese elastischen Spannzüge, sodass dort auch wieder die Möglichkeit besteht, die Abdeckplane eben an der Frontstoßstange und an der Heckstoßstange unter das Fahrzeug zu klemmen, dass da eben die Folie nicht einfach wegweht, und im Extremfall bzw. für solche Wettersituationen, wo eben viel Wind geht, ist eben dann nochmal das Zubehör mit dabei, mit diesen Gurten und auch diesem Schloss, wobei, wie gesagt, als Schloss- oder Diebstahlschutz würde ich das jetzt nicht unbedingt bezeichnen wollen. Der erste Schritt ist jetzt, da das Fahrzeug natürlich auch schon ein bisschen stand, einmal eine Grundreinigung. Die Grundreinigung habe ich jetzt gemacht. Wir sehen im Hintergrund auch auf der Scheibe, dass da jetzt Wasserflecken sind. Da habe ich mich jetzt in letzter Zeit dafür entschieden, Wasserflecken oder auch Gummireste von der Rennstrecke mit solchen Surface Cleanern, das sind also Flächenreiniger, die auch eingesetzt werden, wenn es zum Beispiel um Folierungen geht.
Das wurde mir also von einem Folierer empfohlen und ich bin da wirklich sehr angenehm überrascht über die Reinigungswirkung von diesen Unterflächenreinigern oder Surface Cleanern und habe da jetzt schon verschiedene ausprobiert. Ich konnte jetzt für mich noch keinen Favoriten ausmachen, also die haben bisher alle gleich gut funktioniert. Gleich gut heißt wirklich sehr gut funktioniert. Also man sieht das auch jetzt hier, die Wasserflecken gehen wunderbar weg. Das ist ja auch so ein Thema, wo man teilweise sehr lange braucht, um diese Wasserflecken wieder wegzubekommen. Das geht hier hervorragend mit dem Flächenreiniger. Und was er eben auch sehr gut entfernen kann, sind eben Gummireste von der Rennstrecke oder allgemein, sage ich mal, etwas hartnäckigere Verschmutzungen auf dem Lack. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht, wo ich gezeigt habe, dass das auch mit normalem Spiritus geht. Allerdings ist natürlich der Spiritus schon relativ aggressiv und diese Surface Cleaner hier, die im Bereich der Folierung eingesetzt werden, die sind da deutlich schonender. Man sieht jetzt auch hier, was da nochmal an Dreck runterkam. Hier jetzt nochmal das Beispiel mit den Gummiresten von der Rennstrecke. Also hier sind einfach Gummibrocken gegengeflogen und die hinterlassen dann solche Streifen. Und da tut man sich sehr schwer mit einem einfachen Reinigungsmittel und einem Lappen, die wieder zu entfernen. Und da ist eben auch dieser Surface Cleaner wirklich gut. Die Stelle einfach ein bisschen einsprühen, bei hartnäckigeren Stellen das ruhig auch ein bisschen einwirken lassen. Ansonsten, wie gesagt, aufsprühen und dann mit dem Tuch sanft drüber reiben. Man braucht natürlich auch ein paar mehr, sage ich mal, Iterationen, bis es weg ist. Aber wie gesagt, das Ganze geht ohne Druck und auch rückstandslos. Was man natürlich auch sagen muss, wenn das jetzt ein großer Gummibrocken war, dann kann das schon auch sein, dass der mal den Klarlack beschädigt. Sowas bekommt er natürlich mit so einem Reiniger nicht wieder weg. Eine Klarlackbeschädigung, die ist dann einfach da. Das ist wie ein Steinschlag. Das sieht man jetzt hier an der Frontstoßstange auch schön, diese ganzen kleinen schwarzen Punkte. Das sind alles Steinschläge, die bekommt man mit sowas nicht weg. Allerdings eben diese Gummireste, die kann man damit wunderbar einfach entfernen. Oder auch zum Beispiel hier solche Fliegen, die an der Front zerklatscht sind. Wenn er das einsprüht, ein bisschen einwirken lässt, dann geht das auch wunderbar weg und verursacht keine Schäden am Klarlack oder am Lack allgemein. Es kann aber natürlich auch keine Schäden reparieren, ne? Also da müsst ihr jetzt auch keine Wunder erwarten. So, wenn jetzt die erste Grundreinigung bzw. die Reinigung des Fahrzeugs abgeschlossen ist, das heißt also Kieselsteine, irgendwelcher Dreck und Öl entfernt wurden, dann kann man starten, die Folien bzw. die Abdeckungen anzubringen. Ich starte jetzt hier mit der ersten Abdeckung. Ich habe das Ganze auf dem Dach platziert und lege das dann von einer Ecke zur anderen. Das heißt, ich beginne jetzt hier hinten an einer Ecke am Fahrzeug, klemme die Abdeckung drunter, gehe dann an die gegenüberliegende Seite an der Fahrzeugfront, klemme die da auch drunter und arbeite mich so von Ecke zu Ecke. Die Abdeckung hier, da habe ich jetzt darauf geachtet, dass die eben auch auf das Fahrzeug passt, wenn der Heckspoiler montiert ist. Das heißt, da gibt es auch unterschiedliche Ausführungen. Da müsst ihr dann eben schauen, wenn ihr so eine Abdeckungsplane für euer Fahrzeug bestellt, dass ihr da die richtige Plane für euer spezifisches Fahrzeug und gegebenenfalls für eure spezifische Fahrzeugkonfiguration wählt. Was ich dann jetzt beim Anbringen der Abdeckung beachtet habe, ist einfach, dass auf allen Fahrzeugseiten ungefähr die Folie bzw. die Abdeckung gleich weit Richtung Boden ragt. Wichtig ist halt auch, dass die Abdeckung nicht komplett auf dem Boden aufliegt, weil ansonsten würde ja, wenn es regnet, das Ganze dann durchnässen und dann vielleicht sogar auch anfangen zu schimmeln. Ich weiß es nicht, also da sollte man auf jeden Fall auch darauf achten, dass da noch ein bisschen Luft unter dem Fahrzeug durchwehen kann und dass das Ganze einfach gleichmäßig verteilt ist. Genau, das mache ich jetzt hier. Wenn man alleine ist, muss man da eben ein paar Mal um das Fahrzeug rumlaufen, aber das ist ja kein Problem. Nachdem die erste Abdeckung angebracht ist, habe ich jetzt die zweite Abdeckung nach dem gleichen Schema am Fahrzeug angebracht. Das bedeutet erst wieder aufs Dach gelegt, ausgerollt und dann eben immer diagonal von Ecke zu Ecke die Abdeckung unter die Front- bzw. Heckstoßstange geklemmt. Auch hier richte ich jetzt die Abdeckung eben an allen Fahrzeugseiten ungefähr gleichmäßig aus, sodass da das Ganze ein homogenes Bild ist und eben nicht irgendwie eine Seite die Abdeckung tiefer hängt als auf der anderen. Das kann, wie gesagt, ein bisschen dauern, ist aber letzten Endes, also in 15 Minuten auf jeden Fall gemacht. So sieht das dann aus, sind jetzt also beide Abdeckungen angebracht. Das Fahrzeug ist also gut eingepackt. Das ganze Fahrzeug wirkt jetzt deutlich kleiner, weil die ganzen Konturen verschwunden sind. Das ist ein ganz interessanter Nebeneffekt. Und jetzt geht es eben an das Zubehör. Jetzt werde ich noch Spanngurte
vorne und hinten jeweils einen befestigen und in der Mitte, dort werde ich durch diese Öse das Schloss anbringen. Wie gesagt, jetzt nicht aus Diebstahlschutzgründen, sondern einfach nur, damit in der Mitte die Abdeckungen auch zusammengehalten werden. Hier führt man jetzt lediglich dieses Seil durch die Ösen. Jede von den Abdeckfolien oder von diesen Abdeckplanen hat eine solche Öse. Auf der Rückseite ist auch nochmal eine Lasche gegengenäht, sodass das Seil oder auch gegebenenfalls das Schloss keinen direkten Kontakt mit dem Fahrzeuglack hat. Also da hat man sich auf jeden Fall etwas dabei gedacht. Das finde ich sehr positiv. Dann habe ich jetzt hier an einer Seite dieses Seil durch die Öse geführt und jetzt lege ich es einfach unter das Fahrzeug, sodass ich auf der anderen Seite das Seil wieder entgegennehmen kann. Und dort auf der anderen Seite befestige ich das dann mit dem Schloss. Das sehen wir jetzt hier. Hier teste ich als allererstes einmal, ob das Schloss sich öffnen und wieder schließen lässt. Das würde ich immer empfehlen, egal um welches Schloss es sich handelt, bevor man so ein Schloss anbringt. Und ihr könnt das Schloss auch am Seil befestigen, dann habt ihr ein größeres Gewicht und könnt es einfacher unterm Fahrzeugboden durchschieben. Hier ist jetzt wie gesagt wichtig, dass ihr das so anbringt, oder ich habe es zumindest so gemacht, dass das Schloss sich in dieser Stofftasche versenken lässt. So ist sichergestellt, dass das Schloss nicht am Fahrzeuglack reibt, wenn mal ein Wind geht und da dann Kratzer entstehen, sondern so ist es eben geschützt. Und da kann nichts passieren, auch bei stärkeren Windböen oder ähnlichem ist das also alles durch diese kleine Lasche vom Fahrzeuglack gesichert. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal in der Nahaufnahme, dass ihr das auch nochmal gesehen habt. Und das ist ein bisschen knifflig, also ihr seht das auch, ich habe da einige Anläufe gebraucht, bis das nachher so war, wie ich das wollte. Aber hier sieht man das, hier ist sozusagen das Schloss jetzt zwischen den beiden Abdeckplanen und kann so keine Beschädigung hervorrufen. Ich hoffe, das war hilfreich. Jetzt gibt es noch ein paar Bilder von der kompletten Fahrzeugabdeckung und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!